Hallo meine lieben Zuschauer, lasst uns zusammen die Kunst des Häkelns entdecken, während wir dieses luftiges und leichtes Sommertop häkeln. Mit diesem Projekt kannst du deine Kreativität ausleben und gleichzeitig ein modisches Kleidungsstück für sonnige Tage häkeln. Ganz gleich, ob du Anfänger oder fortgeschritten bist, dieses Sommertop wird dich strahlen lassen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. So, für dieses Oberteil verwende ich Cotton Soft Wolle von der Firma Erlana. 50 Gramm, 150 Meter die Lauflinie und ich verwende die Häkelnadel Nummer 4. Genau. Also einmal zum Wollverbrauch. Ich habe für meine Größe, also 34, ca. 125 Gramm Wolle gebraucht. Also ab 34 bis 38 reichen ungefähr 150 Gramm Wolle aus. Ab Größe 40 bis 42, 150 bis 200 Gramm Wolle, je nachdem, da vielleicht 250 Gramm Wolle. Es hängt natürlich auch davon ab, wie breit ihr das Ganze häkelt und wie lang. Das Ganze ist eher an meine Art und Weise angepasst. So, wie wird das Oberteil gehäkelt? Und zwar, wir fangen hier oben an und häkeln diese 4 Teile für vorne und also für Vorderteil und für Rückenteil erstmal getrennt. Also wir häkeln insgesamt 4 Teile und ab da, wenn das Ganze zusammenkommt, häkeln wir das Rumpfteil in Runden. Also das Oberteil ist bei mir 40 cm breit und die Gesamtlänge hier 53 cm. So, und dann fangen wir an zu häkeln. Und zwar ist es folgendes, also es ist egal, welche Größe man häkelt, man fängt hier oben an, so wie ich das häkle. Und wie man das Ganze dann an eigene Größe anpasst, das habe ich dann später erklärt. Also und zwar, ich habe das so gehäkelt, dass ich hier die Gesamtbreite unten auf 1, 2, 3, 4, 5 solche Musterrapporte gekommen bin. Genau, man kann das Ganze, man kann hier dann praktisch noch mehr Maschen zunehmen, damit man auf mehr Musterrapporte kommt und dadurch wird das Ganze auch breiter. Das ist eine Möglichkeit und die zweite Möglichkeit kann man noch praktisch auf der Seite etwas breiter häkeln. Und das habe ich aber später auch alles erklärt. Also wir fangen erstmal alle gemeinsam hier oben an und häkeln das Ganze praktisch nach unten. Alle 4 Oberteile und wie genau man das anpasst, habe ich im Video gezeigt. Wir schlagen 10 Luftmaschen an. Dazu gehe ich mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe die Nadel einmal komplett um, halte den Faden hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann häkle ich weitere 9 Luftmaschen. So, 10 Luftmaschen haben wir jetzt. So, jetzt gehe ich von hinten in die 4. Luftmasche. 1, 2, 3, 4. Stiche hier ein und häkle das erste Stäbchen. Zeige ich nochmal, also Umschlag, ein Stäbchen Faden holen, die ersten 2 Stellen durch, die zweiten 2 Stellen durch, das ist ein Stäbchen. Jetzt in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. In dieselbe Stelle steche ich nochmal ein und häkle nochmal 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, und jetzt häkle ich hier in die 3. Luftmasche, in die letzte. Hier steche ich ein, hole den Faden und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus.
Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und jetzt häkle ich hier in die Spitze auch 2 Stäbchen, also das erste Stäbchen, nochmal ein Stehchen, das zweite Stäbchen, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und nochmal in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle nochmal 2 Stäbchen, das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, und jetzt steche ich hier ein und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus. So, jetzt häkeln wir die nächste Reihe. 3 Luftmaschen. Ich wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier in diese Spitze 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen. 2 Luftmaschen. In dieselbe Stelle steche ich ein und häkle nochmal 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen. 2 Luftmaschen. Dann steche ich hier noch einmal ein und häkle nochmal 2 Stäbchen. Also wir haben jetzt in dieselbe Stelle praktisch 6 Stäbchen gehäkelt. Also 1, 2, 3. 3 mal 2. Und jetzt häkle ich hier. Diese 2 Stäbchen überspringe ich und hier steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt haben wir hier den ersten Bogen hier. Steche ich ein und häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal hier ein Stehchen, 2 Stäbchen häkeln. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, jetzt steche ich hier in den nächsten Bogen ein und häkle hier auch dasselbe Element aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal hier ein Stehchen, 2 Stäbchen häkeln. Das erste und das zweite Stäbchen. So schaut es aus. Jetzt überspringe ich diese 2 Stäbchen und hier steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. So, wir haben jetzt 4 Reihen gehäkelt. Jetzt häkeln wir die 5. Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier in den ersten Bogen, häkle dasselbe Element aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also hier steche ich ein und häkle die ersten 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und hier steche ich nochmal ein und häkle nochmal 2 Stäbchen. Das erste und das zweite Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich diese 4 Stäbchen und hier in den Bogen häkle ich wieder das gleiche Element. Also hier 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Jetzt überspringe ich diese 2 Stäbchen und hier direkt steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. So schaut es aus. Jetzt häkeln wir die 6. Reihe. Ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen. Also den Anfang häkeln wir immer gleich.
hier, das beginnt immer mit 2 Stäbchen in diesen Bogen, in den ersten. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also 2 Stäbchen haben wir gehäkelt, jetzt 2 Luftmaschen und nochmal hier einstechen, 2 Stäbchen häkeln. So, jetzt haben wir hier diesen Bogen in die Mitte. Da steche ich jetzt ein und häkle ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal hier einstechen, ein Stäbchen häkeln. Jetzt häkle ich hier wieder das gleiche Element, also 2 in den letzten Bogen hier, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Und hier überspringe ich diese beiden Stäbchen und hier häkle ich das letzte Stäbchen. So schaut die Reihe aus. Jetzt häkeln wir die 7. Reihe. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und fange mit dem gleichen Element an, aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, das haben wir jetzt gehäkelt. Und jetzt häkeln wir hier in der Mitte, in diesem zweiten Bogen, auch das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Und hier in den letzten Bogen häkle ich auch das gleiche. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also wir haben jetzt in der Reihe praktisch 3 gleiche Elemente gehäkelt. Und jetzt überspringe ich beide Stäbchen und hier häkle ich das letzte Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die 8. Reihe. 3 Luftmaschen, ich wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier wieder das gleiche Element, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Also wir haben die Reihe davor, diese Elemente ohne beide Luftmaschen gehäkelt. Jetzt häkeln wir diese Runde mit 2 Luftmaschen dazwischen. Jetzt gehe ich in den nächsten Bogen und häkle wieder das gleiche Element mit 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Jetzt 2 Luftmaschen. Zwischen den Elementen häkeln wir jetzt 2 Luftmaschen. Und in den letzten Bogen, da steche ich nochmal ein und häkle auch wiederum 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und die beiden Stäbchen überspringe ich. Hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So schaut es aus. Also wir haben dazwischen jeweils 2 Luftmaschen gehäkelt. So, und jetzt häkeln wir die 9. Reihe. Ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in den ersten Bogen wieder das Element mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen.
So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und jetzt häkle ich hier in den Bogen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, hier nochmal in den Bogen einstechen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal steche ich ein in dieselbe Stelle und häkle nochmal 2 Stäbchen. Also ich habe jetzt in der Mitte statt 2 wieder 3 Stäbchen gehäkelt, wie hier ganz am Anfang. 3 mal 3 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und in den letzten Bogen hier häkle ich wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 2 Stäbchen. Und die 2 überspringe ich und hier häkle ich so das letzte Stäbchen. So schaut es aus. So, und jetzt häkeln wir die 10. Reihe, 3 Luftmaschen. Ich wende das Ganze und häkle hier am Anfang in den ersten Bogen wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Jetzt haben wir hier 2 unsere Bögen. In den ersten Bogen häkle ich das Element aus 2 Stäbchen. Das erste, das zweite, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Nochmal in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle wieder 2 Stäbchen. So, jetzt gehe ich in den nächsten Bogen und da häkle ich das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Also, wir haben in der Mitte diese 2 Bögen und da haben wir 2 Elemente gehäkelt. Dazwischen habe ich keine Luftmaschen gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und hier in den letzten Bogen häkeln wir das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und hier die 2 überspringe ich und häkle das letzte Stäbchen. So schaut es aus. Und jetzt häkeln wir die 11. Reihe. So, 3 Luftmaschen. Hier in den ersten Bogen wieder das gleiche. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir das Ganze wieder, also die ganzen Elemente und immer dazwischen 2 Luftmaschen. Also in den nächsten Bogen häkle ich wieder das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So,
Jetzt häkle ich wieder 2 Luftmaschen und hier in den nächsten Bogen häkle ich das gleiche Element. Zwei Luftmaschen und in den nächsten Bogen häkle ich auch wiederum das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und hier diese 2 Stäbchen überspringe ich und hier in die letzte Masche stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. So schaut die Reihe aus. Also wir haben die gleichen Elemente, bloß nur dazwischen haben wir immer 2 Luftmaschen gehäkelt. So, jetzt nur die 12. Reihe. Auch wiederum 3 Luftmaschen das Ganze wenden und hier in den ersten Bogen 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier in den nächsten Bogen auch wiederum das gleiche Element. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, jetzt häkeln wir hier in die Mitte, hier in den Bogen steche ich ein und häkle jetzt ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. So schaut es aus. Also hier in den Bogen haben wir ganz normal das Element gehäkelt. Hier zwischen haben wir bloß nur jeweils ein Stäbchen gehäkelt. Jetzt bin ich wieder bei diesem Element. Hier häkle ich wiederum das gleiche, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, den Rest häkle ich alles nach Muster und in den letzten Bogen wieder das gleiche Element, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Jetzt die 2 Stäbchen überspringe ich und hier häkle ich das letzte. Und so schaut die Reihe aus. So, und jetzt häkeln wir die 13. Reihe. Ich beginne genauso mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen. So, hier häkeln wir wieder die gleichen Elemente. Wie man sieht, die wiederholen sich. Also hier häkle ich wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen hier in das mittlere
Also ich bin jetzt genau mittig. In den Bogen häkle ich auch 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Meine Stimme geht jetzt wieder weg. So, also 2 Stäbchen haben wir gehäkelt, 2 Luftmaschen und jetzt nochmal 2 Stäbchen. So, 2 Luftmaschen und in den nächsten Bogen das gleiche Element. Zwei Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und den Rest häkeln wir nach Muster. Und am Ende der Reihe häkle ich hier das letzte Stäbchen. So schaut es aus. Also wir haben hier dieselben Elemente und dazwischen haben wir immer 2 Luftmaschen gehäkelt. So, jetzt häkeln wir die 14. Reihe. So, 1, 2, 3 Luftmaschen. Das Ganze wenden und jetzt häkeln wir hier das gleiche Element, hier das gleiche Element und dann sehen wir uns hier in der Mitte, also dazwischen immer 2 Luftmaschen. Also ich habe jetzt 2 Elemente gehäkelt und jetzt bin ich genau wieder in der Mitte. So, jetzt häkle ich wieder 2 Luftmaschen und in den mittleren Bogen häkle ich jetzt 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen, dann wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal in dieselbe Stelle häkle ich 2 Stäbchen. Also insgesamt haben wir dann 3 mal 2 Stäbchen gehäkelt und dazwischen 2 Luftmaschen. So schaut es aus. Jetzt häkeln wir den Rest nach Muster, also ich häkle 2 Luftmaschen, dann häkle ich hier das gleiche Element, 2 Luftmaschen, das gleiche Element und dann beenden wir die Reihe mit einem Stäbchen. So schaut es aus und jetzt häkeln wir die 14. Reihe. Ich beginne genauso mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier das erste Element, 2 Luftmaschen, das zweite Element und dann sehen wir uns in der Mitte. So, jetzt bin ich hier in der Mitte, in den ersten Bogen häkle ich das gleiche Element. Also 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also hier in den ersten Bogen, in den zweiten Bogen häkle ich genau das gleiche Element. Also ich häkle jetzt keine Luftmasche dazwischen. Luftmaschen. So hier einstechen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So schaut es in der Mitte aus. Und den Rest häkeln wir nach Muster, 2 Luftmaschen, dieses Element, 2 Luftmaschen, das Element und beenden mit einem Stäbchen. Und dann beginnen wir auch die nächste Reihe genauso und dann sehen wir uns wieder in der Mitte. So, die 16. Reihe habe ich angefangen. So, und wir haben hier die Mitte. Jetzt häkeln wir die gleichen Elemente, bloß nur immer mit 2 Luftmaschen dazwischen. Also hier häkle ich das gleiche Element
2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, jetzt 2 Luftmaschen, also wir sind immer noch bei der Mitte und hier bei dem zweiten Bogen häkle ich wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und den Rest häkeln wir auch wiederum nach Muster, 2 Luftmaschen in den Bogen das Element, 2 Luftmaschen in den letzten Bogen das Element und beenden die Reihe dann mit einem Stäbchen. Und jetzt häkeln wir die 17. Reihe. Die 17. Reihe häkeln wir alles nach Muster. Das heißt, ich häkle ein Element, 2 Luftmaschen, ein Element, 2 Luftmaschen, auch in der Mitte häkeln wir alles nach Muster. Also so schaut es dann aus. So, also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Elemente. Und auf diese Weise häkeln wir 4 solche Teile. Also ich habe bereits schon mehrere gehäkelt, alle 4. Und die legen wir dann später so zusammen. Und zwar, das reicht jetzt für die kleinste Größe, XSS. Wenn man für weitere Größen häkeln möchte, dann wiederholt man die Reihen. Das sage ich euch gleich. Und zwar, man sollte dann noch weitere Maschen zunehmen. Man wiederholt hier die 12., 13., 14., 15. und 16. Reihen. Wir haben ja hier unser Muster ganz normal gehäkelt und das ist die Reihe davor. Das ist die 11. Reihe dann, wo wir hier beendet haben. Also die Reihe zähle ich jetzt nicht, sondern hier ab da. Dann das Muster ab der 17. Reihe. Das Muster dann wiederholen wie die 12. Reihe. 12, 13, 14, 15, 16. Und dann ist es so, dass man so ein Element praktisch dazu häkelt. Wenn man diese Reihen zusätzlich noch gehäkelt hat, man kriegt natürlich auch den tieferen Halsausschnitt. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Reihen häkelt man dann zusätzlich. Und hat ziemlich tiefen Halsausschnitt dann. Ich habe jetzt die Linie vom Ausschnitt. Also ich habe die Linie von Ausschnitt ungefähr 3 bis 24 cm. Wenn man dann noch weitere Runden häkelt, dann häkelt man ungefähr noch 7 cm dazu. Genau, und in der Breite pro Teil hat man dann noch zusätzlich ca. 4 cm. Das heißt, für das gesamte Oberteil muss man 4 mal 4 rechnen. Das sind dann zusätzlich nur 16 cm, die man in der Breite häkelt. Wenn das Ganze nicht ganz so breit häkeln möchte, kann man hier auf den Seiten, wo wir zum Beispiel unsere Armausschnitte haben oder hier vorne auch beim Halsausschnitt, noch zusätzlich, überlege ich einfach gerade, ich würde dann auf den Seiten, wo wir die Armausschnitte haben, einfach ein paar Maschen zunehmen und dass man auf jede Seite noch so einen Abschnitt zusätzlich häkeln kann. Kann ich euch gleich auch zeigen, wie ich das meine. So, ansonsten ist das dann so, dass wir jetzt alle 4 Teile zusammen verbinden. Ich zeige euch das Ganze am besten auf einem Blatt Papier. Also wir haben jetzt jeweils solche Teile gehäkelt, also 2 Stück für Vorderteil und 2 Stück für Rückenteil. Und jetzt verbinden wir diese einmal hier vorne und einmal auf den Seiten. Und das, was ich gemeint habe, dass man hier kleine Verlängerung machen kann für weitere Größen und hier noch Stückchen. Also wenn man hier die Luftmaschen dazu aufnimmt,
Dann kann man noch einen Mustersatz zum Beispiel dazu häkeln. Da kommt man nicht so, das wird dann nicht ganz so breit, wenn man weiter die Maschenzunahme häkelt. Wenn man einen tieferen Halsausschnitt machen möchte, kann man hier in dem Muster ohne Maschenzunahme noch ein paar Reihen dazu häkeln. Das kann man zum Beispiel auch machen. So, und das Ganze verbinden wir jetzt zu einem Ganzen. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme mir jetzt zwei Teile und häkle auf einer Seite noch zusätzliche 5 Luftmaschen. Das ist dann für diese Verlängerung hier, genau, auf einem Teil mache ich das und auf einem zweiten. Und den Faden schneide ich dann ab. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier 2 Teile. Auf einem Teil habe ich diese Verlängerung gehäkelt. Und jetzt verbinde ich das mit der zweiten Seite. Also ich nehme hier die Häkelnadel, lege die aufeinander und kann hier einfach mit dem zweiten Teil verbinden, indem ich hier einstiche. Das kann man erstmal so, kann den Faden aufteilen zum Beispiel. Und hier einfach verknoten erstmal. Später kann man das Ganze nochmal gut alles vernähen oder wie auch immer. So. So, dann haben wir hier diese Verlängerung. Auf der anderen Seite müssen wir entgegengesetzt machen. Lege ich so aufeinander. Mache hier genau das gleiche. Hier habe ich den Faden. Trenne ich den in 2 Teile auf. So, und verbinde hier mit der Seite. Also hier einstechen, durchziehen und so anbinden. So, wir haben das Ganze zusammen, also verbunden hier, und wie ihr seht, ich habe hier meinen Faden. Mit dem Faden häkle ich dann weiter. Also nochmal, ich habe den Faden doch abgeschnitten, hier verbunden. Ich würde auch darauf achten, dass wir, wenn ihr das erkennen könnt, hier die vorderen Reihen auch alle vorne sind, sowohl von vorne als auch von hinten, dass wir dann da weiter häkeln. Und zwar, ich mache jetzt Folgendes: Ich beginne hier an einem Mittelstück, wo wir die Luftmaschen aufgenommen haben. Da hole ich mir einfach den Faden, steche in die mittlere Luftmasche, steche ich ein hier, hole mir den Faden und beginne mit 3 Luftmaschen. Und häkle in dieselbe Stelle ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, in dieselbe Stelle einstechen, nochmal 2 Stäbchen häkeln, das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Und somit haben wir wieder das gleiche Element gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir an unserem Teil, wo wir schon gehäkelt haben, das Muster ganz normal weiter. Also 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und den Rest häkeln wir nach Stäbchen. Wir nehmen keine Maschen mehr zu, sondern häkeln das Muster dann weiter wie bis jetzt. Immer 2 Luftmaschen, dasselbe Element, 2 Luftmaschen, dasselbe Element.
Also ich habe jetzt an einem Teil gehäkelt und bin jetzt vorne praktisch bei dem Ausschnitt angekommen, weil die andere Seite haben wir ja verbunden. So, und jetzt nehme ich mir die zweite Seite dazu, die offene Seite, die zweite Seite haben wir ja verbunden. Jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich häkle hier das Muster einfach weiter, 1, 2 Luftmaschen. Und dann häkle ich hier auf dem anderen Teil einfach weiter das Muster. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Ich muss es hier nochmal auftrennen und wir müssen hier das Ganze nochmal verbinden. Zeige ich euch nochmal. So schaut es nicht so gut aus. Und zwar hier haben wir ja die Stäbchen gehäkelt. Jetzt mache ich Folgendes. Ich häkle hier unten ein Stäbchen. Hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So. Auf der anderen Seite häkle ich, so, ich muss überlegen, wie ich das mache. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und häkle jetzt hier unten, wo wir das letzte Stäbchen gehäkelt haben, da steche ich ein und häkle auch ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich das Muster. Also hier. Das muss man dann nochmal verarbeiten. Diese Fädchen. So, also ich habe nochmal hier ein Stäbchen zusätzlich gehäkelt und hier ein Stäbchen. Und wenn wir die nächste Reihe dann häkeln wir dazwischen ganz normal 2 Luftmaschen. So machen wir das. Muss ich dann schauen, wie es ausschaut. So, genau, jetzt 2 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir das Muster weiter, bis wir hier an diesem Teil ankommen. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite, wo der Armausschnitt ist. Und dann häkle ich auch wieder rum. So, da bin ich jetzt, genau. In die mittlere Masche häkle ich auch wiederum unser Element aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und häkle hier dann an diesem Stück dann weiter alles nach Muster. Zwei Luftmaschen und so weiter und dann häkeln wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, und jetzt sind wir bei der letzten Stelle, also angekommen, da verbinde ich das Ganze. Genau, ich häkle erstmal hier unten ein Stäbchen. Hier steche ich ein, wo wir davor in der Runde das Stäbchen gehäkelt haben und häkle ein Stäbchen. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt steche ich hier ein. Man kann hier in diese Luftmasche einstechen. Ein Stäbchen häkeln. Und jetzt häkle ich den Rest nach Muster. Also hier steche ich ein und häkle unsere Elemente aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und dann häkle ich, bis ich am Ende der Runde ankomme. Jetzt einfach so weiter häkeln. So, jetzt bin ich hier angekommen, wo wir angefangen haben. Hier
das sind die Armausschnitte. Ich habe hier das letzte Element gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und schließe das Ganze zu einer Runde. Hier steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, und jetzt beginne ich die nächste Reihe. Dazu bewege ich mich erstmal mit einer Kettenmasche nach links. Ich steche hier in das zweite Stäbchen ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Jetzt gehe ich hier in den Bogen, hole den Faden und häkle noch eine Kettmasche. Und jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen. In den Bogen einstechen, ein Stäbchen häkeln, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und jetzt häkeln wir unser Muster komplett, also so wie wir das bis jetzt gehäkelt haben. In jede Spitze häkeln wir unsere Elemente, dazwischen 2 Luftmaschen, bis wir am Ende der Runde ankommen. Da verändert sich nichts mehr, also wir häkeln jetzt ab da in Runden unser Rumpfteil weiter, bis unsere gewünschte Linie erreicht ist. Und die Runde schließen wir dann jeweils genauso wie hier, also ich häkle 2 Luftmaschen, schließe in die dritte Luftmasche mit einer Kettmasche, dann bewege ich mich wieder mit 2 Kettmaschen nach links und beginne die Runde genauso wie jetzt hier. Und so häkeln wir, wie gesagt, dann in Runden weiter. Ich habe jetzt das Ganze so zusammen. So schaut es bei mir jetzt aus. Wie gesagt, für kleinere Größen kann man hier diese Erweiterung auch aussparen. Die kann man weglassen und einfach verbinden, genauso wie ich das hier verbunden habe. Wenn man das Ganze etwas breiter häkeln möchte, kann man jeweils auf eine Seite, auf der Seite und auf der anderen Seite um ein Element das Ganze noch vergrößern. Oder man nimmt hier weiterhin noch für größere Größen noch weitere Maschen zu. So, und dann häkeln wir, wie gesagt, erstmal in Runden weiter. So, jetzt häkeln wir mit euch die kleinere Variante, und zwar die ersten 13 Reihen häkle ich genauso wie die erste Variante. Und die 14. Reihe häkeln wir dann einfach alles nach Muster. Das heißt, ich habe dann 1, 2, 3, 4, 5 diese Häkelmuster. Und ab der 14. Reihe nehme ich keine weiteren Maschen mehr zu, sondern ich häkle die 14., 15. und 16. Reihen alles nach Muster. Also ich habe hier ganz normal angefangen und diese Elemente jeweils in die Spitze gehäkelt. Hier in der Mitte häkle ich auch dieses Element und hier häkle ich einfach weiter. Also wie bis jetzt 2 Luftmaschen, in die Spitze 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Insgesamt häkle ich dann 16 Runden, wie gesagt die letzten 14., 15., 16., 3 Runden, 3 Reihen häkle ich dann nur dieses Muster ohne Maschenzunahme. Man kann auch noch diese 17. Reihe dazu häkeln, falls man etwas mehr Linie braucht. So schaut es aus. So, am Ende der Reihe häkle ich noch das Muster zu Ende. Häkle hier ein Stäbchen. Die überspringe ich und da häkle ich ein Stäbchen. Und die nächste Reihe beginne ich genauso mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle jetzt pro Spitze jeweils wieder dieselben Elemente aus 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und dazwischen immer 2 Luftmaschen. Und dann häkeln wir insgesamt 16 oder 17 Reihen.
Also Gesamtlänge haben wir dann. So, ich habe alle 4 Teile jetzt fertig gehäkelt und jetzt verbinden wir das Ganze, alle 4 Teile miteinander und häkeln nach unten das Rumpfteil. Also hier mache ich auf den Seiten keine Verlängerung, wie bei dem ersten Teil, sondern ich häkle das Muster einfach so weiter, wie es ist. Also ich nehme mir 2 Teile zusammen. So, ich beginne mit 3 Luftmaschen. So, und dann mache ich hier einen Umschlag, stiche auf der anderen Seite ein, hier, und häkle ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich nach Muster. In die Spitze oder in den Bogen häkle ich 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und den Rest häkle ich nach Muster, bis ich hier am Ende ankomme. Einfach das Muster weiter häkeln. So, jetzt bin ich hier auf der Seite angekommen, und zwar, ich habe dieses Element gehäkelt, jetzt häkle ich nur hier ein Stäbchen, also hier, wo wir das letzte Stäbchen, hier stiche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, jetzt nehme ich das andere Teil, das dritte, mache einen Umschlag und hier in das Stäbchen stiche ich ein und häkle auch ein Stäbchen. Also nochmal ein Umschlag, hier einstechen, ein Stäbchen häkeln. Den Rest häkle ich nach Muster, also hier stiche ich ein und häkle das Muster. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. So, und auf diese Weise verbinden wir dann noch weitere Elemente. Auch hier zeige ich euch gleich auch. So, jetzt habe ich das letzte Teil, nehme ich mir dazu. Also hier stiche ich nochmal ein, wo das letzte Stäbchen hier ist. Häkle ein Stäbchen, dann hole ich mir die andere Seite und hier stiche ich ein. Also ein Umschlag, hier einstechen, man kann in die Luftmasche hier einstechen, ein Stäbchen häkeln und den Rest häkle ich nach Muster. Wieder in jeden Bogen das gleiche Element häkeln. So, jetzt habe ich einmal eine komplette Runde gehäkelt. Oder besser gesagt, wir verbinden jetzt noch das letzte Element und dann häkeln wir die Runde zu Ende. Also hier häkle ich nochmal ein Stäbchen hier. So, jetzt schließe ich das Ganze zur Runde. So, das ist das letzte Element, mit dem wir das Ganze verbinden. So, ein Umschlag, hier nochmal einstechen, Faden holen, ein Stäbchen häkeln. Jetzt häkle ich wiederum, ich habe hier den Runden, wo wir angefangen haben, mir markiert. Ich muss dann praktisch die 17. Runde bis hier hin häkeln. Also das ist das letzte Teil, da müssen wir noch die 17. Runde auch häkeln. Ansonsten die Runden einfach durchzählen und schauen, ob man überall die 17 Runden gehäkelt hat. Oder Reihen. In dem Fall. So, ich häkle nochmal das Muster weiter. So, jetzt bin ich hier am Ende der Runde. Wir haben hier mit diesen 3 Luftmaschen angefangen, deswegen schließe ich das Ganze jetzt folgendermaßen. Hier stiche ich ein. Ich schaue gleich in die dritte, also hier 1, 2, 3, in die dritte Luftmasche stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So schaut es aus.
So, jetzt mache ich Folgendes. Ich bewege mich jetzt mit den Kettenmaschen nach links. Also ich steche hier bei dem ersten Stäbchen steche ich ein, hole den Faden, ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. In das nächste Stäbchen steche ich ein, hole den Faden, ziehe die linke Schlinge durch die rechte durch. Und jetzt steche ich nochmal hier im Bogen ein, hole den Faden, ziehe die linke durch die rechte durch. Und jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen. Hier ein Stäbchen häkeln. Und jetzt häkeln wir ganz normal unser Muster, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. 2 Luftmaschen und dann häkeln wir ganz normal das Muster weiter, bis wir am Ende der Runde ankommen. Also ich häkle ganz normal 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Also wir können ja jetzt praktisch die Runde ganz normal häkeln, weil wir das Ganze verbunden haben. So, wir häkeln einfach komplett durch. Hier zwischen, ich häkle hier ein Element, 2 Luftmaschen, hier ein Element. Also ich häkle hier keine Stäbchen mehr, wo wir das Ganze verbunden haben, sondern wir häkeln das Muster durchgehend jetzt. Genauso auf den anderen, bei den anderen Seiten genauso. Hier ein Element und dazwischen 2 Luftmaschen. Ich habe jetzt die Runde zu Ende gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. Also hier habe ich 2 Luftmaschen. In die dritte Luftmasche steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, und jetzt bewege ich mich mit einer Kettmasche nach links. Ich steche bei dem zweiten Stäbchen ein und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch und dann steche ich nochmal hier ein in den Bogen, einmal Faden durchziehen, die linke durch die rechte. So, jetzt beginne ich mit 3 Luftmaschen und 1 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, und so weiter. Dann häkeln wir das Muster weiter und hier schließe ich dann am Ende der Runde wiederum mit einer Kettenmasche und beginne genauso wie ich jetzt begonnen habe. Und wie ich schon sagte, hier, wo wir die Verbindung haben, habe ich jetzt bloß nur 2 Luftmaschen gehäkelt, also diese Stäbchen lassen wir aus. Und auf diese Weise häkeln wir dann in Runden unser Rumpfteil dann weiter. So schaut es dann aus. Also ich häkle dann einfach gerade in Runden. Ich habe jetzt meinen Rumpfteil jetzt fertig gehäkelt. Ich habe insgesamt 21 Runden für meine Größe gehäkelt. Man kann die Länge natürlich individuell anpassen. So schaut es aus. So, und dann nur noch schön abdampfen, Fädchen alle vernähen. So schaut das Ganze aus und dann sind wir soweit eigentlich mit dem Oberteil fertig. Vielen lieben Dank, dass ihr heute dabei wart und gemeinsam mit mir dieses kreative Häkelabenteuer erlebt habt. Ich bin gespannt darauf, in den Kommentaren von euren eigenen Sommertop-Erfahrungen zu lesen. Lasst uns in den Kommentaren in Kontakt bleiben. Bis bald und viel Spaß beim Häkeln.